Skyrim Special Edition Drachenquest 3 Version. A wie Alduin. Um diesen uralten, sogar erstgeborenen Drachen geht's hier. Protzig, eingebildet und machthaberisch. Sieht mich nicht mal als Verwandten. Drachenismus. Nur weil ich nicht die Form eines Drachens habe, sondern nur das Drachenblut. Und man nennt's den Weltenfresser. Pah, viel Gerede, nichts dahinter. Klingt ein bisschen wie viele aus der CDU. B wie Bromjonas Zuflucht. Auf meinen Reisen durch Himmelsrand bin ich in der Nordruine namens Labyrinthion auf eine Art heruntergekommenen Raumbereich gestoßen. Und nun ja, ich bin durch eine Holzmaske, wie es scheint, in die Vergangenheit des Ortes gereist. Nicht nur magisch, sondern auch praktisch. Ein Ort, um seine gefundenen Drachenpriestermasken abzulegen, wenn man nicht weiß, wohin damit. Es sind so viele coole Masken. C wie Kaurus. Ekelhafte Viecher. Sogar noch ekelhafter als die Frostbissspinnen. Diese Kaurus-Kreaturen spucken nicht nur widerliche Plörre von sich, die viel Schaden anrichten kann, sondern entpuppen sich dann nach dem Tod in einen Kaurusjäger. Sich von etwas in was anderes zu entpuppen, klingt ein bisschen wie AfD-Wähler, die sich als Faschistenunterstützer entpuppen. D wie die Klingen. Die Leibwächter des Septimkaisers aus dem Vorgänger Oblivion. Da waren sie noch ehrenhaft. Nun, wo durch den großen Krieg und das Weißgold-Konkordat anscheinend nur noch 2 Klingen übrig sind, scheißen die 2 letzten überlebenden Klingen auf irgendwelche Logik und Vernunft und müssen ihre bekackte alte Drachentöter-Tradition wieder an den Tag legen. Paarthurnax töten, der es erst möglich gemacht hat, Alduin zu bezwingen? Nur über meine Leiche. E wie Elenwen. Der Kopf der hochnäsigen und eingebildeten Talmor in Himmelsrand, die ihr Volk der Hochelfen über alles stellt, Religion einschränken will und sich rassistisch Menschenelfen Khajiit Agonia verachtend verhält, grundsätzlich schäbig ist und Kacke überhaupt. Mir ehrlich gesagt egal, dass sie die Klingen jagen. Das mit Paarthurnax kann ich denen nicht verzeihen. Und Elenwen, die wir im Laufe der Drachenhauptquest begegnen und ihre Handlanger Talmor-Mitarbeiter, bestätigen das bösartige Bild, was man zuvor mitkriegt. F wie Farengar Heimlichfeuer. Der Hofzauberer des Jarl in Weißlauf. Jarl ist übrigens sowas wie ein König. Er ist ein in alte Geschichte versierter Typ und ist schnell von Meinungsfragen zu aktuellen politischen Themen genervt. Dank des Alchemielabors und des Verzauberertisches wurde mir anfangs sehr weitergeholfen. Auch als Händler bei Verkaufstouren war Farengar ein guter Kollege bei zu Beginn magiebezogenen Dingen. Und, nun ja, traut sich einiges. Zum Beispiel das Rausreißen von Schuppen bei einem angeketteten Drachen. Der besitzt echt Kaurus-Eier. G wie General Tullius. Der vom Kaiser höchstpersönlich nach Himmelsrand geschickte General, der das Kaiserreich dort vertritt. Und führt Bürgerkrieg gegen die rebellischen, rassistischen, Ausländer hassenden Sturmmäntel. Meine erste Begegnung mit ihm war bezüglich der Friedensverhandlungen. Dort wollte man eine kurzweilige Kriegspause einrichten, zusammen mit diesem Ulfric Sturmtrottel, der in der Vergangenheit in die Karten der Talmor gespielt hat. Tullius hat sich nicht wie ein eingebildetes Etwas verhalten. H wie Hochrodgar. Das Zuhause der netten und ruhigen Graubärte, die Meister des Weges der Stimme, die mich, das Drachenblut, zu sich gerufen haben. Das liegt in der Nähe der Bergspitze des Berges Hals der Welt. Tja, ich freue mich natürlich über eine solche Ehre. Auf dem Weg die 7000 Stufen zu Hochrodgar, gibt's ja diese eingravierten Embleme. Und auf einem steht, dass man die Stimme nur in Not einsetzen sollte. Daran habe ich mich natürlich gehalten. Zusätzlich ist es in diesem Klostergebäude echt gemütlich. Müsste ja eigentlich arschkalt sein, aber deren Graubartroben wärmen sie schon irgendwie. I wie Irilet. Die Huskal, also so eine Art Leibwächter des Jarl von Weißlauf. Und wie ich mitbekommen habe, auch für strategische Sachen zuständig. Eine starke Frau, die ihren Job sehr ernst nimmt.
Irilet hat den Jarl anscheinend während des Großen Krieges kennengelernt. Ehrenhaft, dass sie in einem Land voller skeptischer Rassisten als Dunkelelfin bzw. Dunmer diesen Beschützerposten erhalten hat. Außerdem hat sie beim Erledigen des ersten Drachens, den ich getroffen habe, geholfen. Von der Drachenblutsache hält sie aber nicht so viel. Okay. J wie Jarl Balgruf der Ältere. Der Jarl vom Fürstentum Weißlauf, der seinen Sitz in der gleichnamigen Stadt innehat. In der Burgschlossfestung namens Drachenfeste. Scheint er dem Kaiserreich gesonnen zu sein, so wie ich erfahren habe. Balgruf war auch sehr hilfsbereit. So hilfsbereit, dass ich einen Drachen in seinen Palast fangen durfte. Wie einer seiner Jarl-Vorgänger Olaf Einauge. Gut, es hat zwar erst eine Kriegspauseverhandlung um den Bürgerkrieg herum geben müssen, aber hey, er hat mir echt geholfen, diesen Alduin-Hochstapler zur Strecke zu bringen. Noch etwas. Die Leute reden immer davon, dass Weißlauf ein Juwel sei. Das ist etwas weit hergeholt. Also auf die Stadt bezogen, nun ja, ein nett aufpolierter Bruchstein trifft es wohl eher. Ein Teil der Schönheit Himmelsrand sieht man in diesem Fürstentum auf jeden Fall. K wie Kopfgeldsammler. Nervige Mistkerle, die auf mich aus sind. Dem bin ich in der Nähe zu Rifton begegnet, weil, nun ja, ich da im Fürstentum Rift Probleme hatte und das Kopfgeld immer wieder nicht bezahlen wollte. Das hat anscheinend diesen waghalsigen Kopfgeldsammler angelockt. Und ich war sozusagen sein Kopfsammler. Pech gehabt. L wie Liebe für Kario. Dieser sympathische Khajiit war durch die Drachenhauptquest ein entspannter Wegbegleiter. Er ist eigentlich ein zusätzlicher Leibwächter einer Khajiit-Karawane. Ich habe ihm geholfen, sein Mondamulett zurückzubekommen. Und dann wurde er mein Abenteurerkollege. Ich mag echt seine Sprüche und die Aussprache. Und er nutzt auch die Zauberstäbe, die ich ihm gegeben habe. Und dieses Ebenerz-Harnisch-Ding und dieses Dämmerbrecher-Ding. Kurz gesagt, ein sehr guter Begleiter. M wie Meridia. Die daedrische Prinzessin, zumindest trat Meridias Statue und Stimme hier weiblich auf. Sie unterscheidet sich von der meistens eher dunkleren und böshaftigeren Natur der Daedra-Prinzen. Sie ist gegen Untote, gegen Totenbeschwörung. Durch den Meridias Stern, den ich ganz zufällig beim Erkunden durch Dungeons gefunden habe, bin ich erst auf sie aufmerksam geworden. Ich habe ihren Tempel bereinigt und diesem abtrünnigen Totenbeschwörer das Handwerk gelegt. Und Dämmerbrecher, eine Art Schwert, als Belohnung erhalten. Benutze ich zwar nie, sondern gebe es eher an meine Begleitung ab, aber das muss sie ja nicht wissen. N wie Nirnwoods Quest kehrt zurück. Juhu, die bescheuerte Quest aus dem Vorgänger Oblivion kehrt zurück. Toll, zum Glück eine stark abgeflachtere Version für diese Ingun Schwarzdorn. Einfach genügend Nirnwood sammeln, geht klar. Und dann das Separat in Schwarzweite, wo man purpurnen Nirnwurz 30 Mal finden soll. Das alles nur um das Werk des bereits toten Nirnwurz-Interessierten zu beenden. Ich hasse es. Oh wie Oderwing. Ein Drache, den ich erst in der Nähe des Endes traf, nach den besagten Friedensverhandlungen. Ihn habe ich nach Drachenfeste gelockt. Ich finde es interessant und witzig, dass Drachen einem Kampf nicht widerstehen können, wenn man sie mit ihrem Namen ruft. Klingt putzig. Oderwing, der, wie es scheint, von Alduin auferstanden wurde, hat mir auch geholfen, nach meiner ersten Kampfbegegnung nun ein weiteres Mal zu Alduin zu gelangen. Das fand ich echt nett. Und nun dient er mir als Hilfe, wenn es in Kämpfen brenzlig wird. Ein Drache kämpft an meiner Seite. Ich glaube, der hat etwas Angst vor mir. Weil ich ja, wenn andere wildere Drachen mich angreifen und ich diese dann töte, dann nehme ich ja die Drachenseele in mich auf. P wie Partonax. Wer es glaubt oder nicht, dieser Drache ist einer der Meister der Graubärte.
Die haben einen Drachen als Meister. Macht aber auch Sinn, wer kennt sich mit der Drachensprache besser aus als ein Drache? Ein ruhiger Zeitgenosse, der auf dem Hals der Welt seinen Sitz hat und meditiert. Er war der Bruder Alduins, der sich gegen ihn gewandt hat und den Leuten geholfen hat, die Drachensprache zu lernen, um irgendwie Alduin zu erledigen. Das hat vor Jahrhunderten nicht so geklappt, sonst wäre ich ja jetzt nicht hier, um ihn zu erledigen. Nach der Drachenhauptquest habe ich Paarthurnax aber nicht mehr gesehen. Sollte ich mal wieder machen. Der ist auch der Typ, den diese Klingen-Hosenscheißer tot haben wollen. Nein. Q wie qualitativer Soundtrack. Dieses Rollenspiel-Epos wird von der melancholischen, epischen und wie angegossenen Musik von Jeremy Soule stark bereichert. Die Kämpfe gegen Drachen oder andere starke Gegner fühlen sich dann immer so episch an. Selbst gegen irgendwelche mickrigen Skewer klingt es episch. R wie Rassismus. Es gibt viele positive Vorbilder von guten Nords, die anderen Leuten aus anderen Provinzen gut gewillt sind. Aber dann gibt es, so wie ich es mitbekommen habe, nicht wenig Rassisten, die besonders rassistisch gegen Elfenvölker und die Tiervölker namens Argonia und Khajiit sind. Vorurteile und andere Arten der Diskriminierung sind hier oft an der Tagesordnung. Dieses Sturmmantel-Anführerschwein in Windhelm lässt die Argonier nicht mal in die Stadt. Oder Khajiits werden überhaupt nicht in die Stadt gelassen. Oder zumindest nicht ohne mich. In der Stadt Windhelm gibt es sogar ein heruntergekommenes Elendsviertel, in dem geflüchtete Dunkelelfen bzw. Dunmer wohnen. Separat. Puh. Das Spiel schafft es, Rassismus stark zu behandeln, ohne es einmal zu erwähnen. Und diesbezügliche Themen sind aktueller denn je. Erinnert mich ständig an diese Faschisten aus der AfD, die gegen Ausländer, Religionen und gegen andere Minderheiten hetzen. S wie Schriftrolle der Alten. Ah, der Namensvetter des Spiels. Auf diese eine stieß ich, während ich für Septimus Signus, dem Ex-Akademie-Mitglied, seinen speziellen Zwergenwürfel mit dem Wissen der Schriftrolle durch einen noch spezielleren Prozess füllen musste. Es war so aufregend, diese dann auch noch auf dem Hals der Welt zu lesen und in die Vergangenheit zu blicken. Die Drachen scheinen sehr empfindlich mit dem Konzept der Zeit zu sein. Also auch mit den Schriftrollen der Alten. T wie Tuum. Das Nutzen der Drachensprache als Schrei, wenn ich das richtig verstanden habe. Jeder Schrei hat meistens 3 Worte der Macht. Und jedes gelernte Wort macht den Schrei stärker. Als Drachenblut kann ich die gelernten Worte durch das Einsetzen von Drachenseelen nutzen. Haha. Nach Farengar eine alte Form von Magie. Es ist auf jeden Fall mega episch, man fühlt sich mächtig und es ist ein bisschen wie ein Ass im Ärmel, wenn es bei Kampfsituationen kritisch wird. Und hat mir oft geholfen. Wie unerbittliche Macht. Meiner Meinung nach eines der beeindruckendsten Schreie in Skyrim. Alle sind irgendwie cool, aber man bekommt den vollständig, wenn man die Drachen-Hauptquest fortführt. Jedoch das Umschubsen von Gegnern, jetzt vielleicht nicht Drachen, aber von anderen Lebewesen, ist schon ziemlich lustig und stark. Scheint auch eines der bekanntesten Schreie zu sein. V wie Verzauberung. Nutze ich schon oft. Es ist äußerst nützlich, wenn man, so wie ich, das Spiel mit dem Schwierigkeitsgrad Legendär spielt. Man lernt Verzauberungen durch das Entzaubern von bereits verzauberten Waffen, Kleidungsstücken, Accessoires und Rüstungen. Also für Waffen eher Schadensverzauberungen und für Rüstungen, Amulette, Ringe und so weiter eher nützliche Verzauberungen, die Attribute verbessern oder halt Fertigkeiten. Sehr nice auf jeden Fall. Also es ist nützlich, mächtig. Besonders wenn man das mit dem Leveln der Schmiedekunst kombiniert. Dann kann man vernichtend starke Waffen erschaffen. Bei mir war es dann halt sehr viel Zeug, was meine Zweihändig-Fertigkeit verbessert. Mehr Schaden. W wie Werwolf. Oh ja, ein Werwolf. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch andere Wege gibt, einer zu werden, aber ich bin durch das Aufsteigen bei den Gefährten einer geworden. Ja, vor dem Beenden der Drachenhauptquest habe ich einen Abstecher zu den Gefährten gemacht, um Werwolf zu werden. Schlau, ich weiß.
Krass, dass diese alte, ehrenhafte Krieger-Traditionsgilde so einen düsteren Hintergrund hat. Das Nähren von gefallenen Personen und Kreaturen, außer bei Untoten, bringt Gesundheit während des Kampfes zurück. Das Umschmeißen, sodass die meisten Feinde weggeworfen werden. Ich fühle mich unbesiegbar. Aber auch die Fähigkeit, Gegner durchs Jaulen in die Flucht zu jagen. Oder Werwölfe oder Eiswölfe herbeizurufen, ist auch sehr episch. Sehr vieles ist in Skyrim episch. Episch, episch, episch. Beim X gibt's nichts? Da nicht vergessen. Abonniert diesen Kanal und schaut auf twitch.tv/Broder1 vorbei. Da gehen wir gemeinsam Games durch, die in ein Broders ABC-Video gepackt werden. Y wie Ysgramor. Ein anscheinend legendärer Nord-Siedlerflottenführer-Held, der von Atmora, einem Kontinent nördlich von Tamriel, herkam. Der Gründer der Gefährten, angeblich anfangs 500 von denen, vertrieb er mit diesen Gefährten irgendwann ganz weit in der Vergangenheit die Elfen aus Himmelsrand. Wie freundlich! Und natürlich hat er auch eine spezielle Waffe, Wutsrad. Ich besitze sie noch selbstverständlich und habe diese auch nicht an einen Händler verkauft. Nein, das würde ich niemals tun. Noch was. Was mir aufgefallen ist, dass es ziemlich verwirrend sein kann bei diesen Siedleranführern, dass diese viele unterschiedliche Namen haben. Auch einfach mehrere Namen besitzen. Ysmir, der verwechslungsähnlich klingt, ist auch so ein Siedleranführer, der mehrere Namen hat. Naja, weiter im Text. Z wie zweihändig. Die Fertigkeit mit Waffen wie Kriegshämmern, Streitäxten und so weiter, kurz Zweihändern, umzugehen. Also meistens große Waffen, die man nur mit 2 Händen führen kann. Ich liebe das. Verzaubert und mit Schmiedekunst verbessert stellen diese großen Schaden verursachende Waffen dar. Auf Legendär vergesse ich manchmal, dass auch Gegner das trainiert haben könnten. Aua. Wie Ära ohne Zwerge? So scheint es zumindest. Im Spiel Skyrim erfährt man noch mehr über dieses mysteriös verschwundene Volk. Auch als Dwemer bekannt. Mehr darüber erspare ich mir mal in einem anderen Video zu anderen Questreihen in Skyrim. Atemberaubende Städte, Maschinen, Waffen, Rüstungen, Festungen, Überbleibsel ihrer Kultur und wunderschön zauberhafte Bereiche hinterlassen die Zwerge. Theorien, wo sie nun stecken, gibt es ein paar. Wie Ödsturz Hügelgrab. Ja, die alte Nordruine-Grabmal-Kombi voller schlecht gelaunter Untoter. Ziemlich in der Nähe vom Dorf Flusswald. Ein wunderschönes Wort der Macht verbirgt dieser Ort, aber auch andere Schätze. Zufälligerweise trifft man dort auch Banditen, die eine goldene Klaue besitzen. Eine Art Schlüssel in Form einer Drachenklaue, um in der Halle der Geschichten, was eine Art Steinwandtür mit sehr leichtem Schlossrätsel besitzt, zu öffnen. Um diese Ringe in dieser Steinwandtür in die richtige Position zu drehen, muss man einfach nur auf die Klaue schauen. Und schon ist man drin. Soll anscheinend ursprünglich die mächtigeren, noch schlechter gelaunten untoten Biester in der Krypta lassen. Deshalb ist das Rätsel so leicht. Wie überreden. Schon schön zu sehen, wenn man bei Dialogen ohne Gewalt oder ohne Gold zahlen zu müssen weiterkommen kann. Am besten ist es, wenn man diese Fertigkeit hochlevelt. Diese war mir sehr brauchbar, besonders für den Verkauf und Kauf von Gegenständen. Aber auch der Verkauf von gestohlenen Fundstücken sehe ich als sehr gut an. Das Investieren in Geschäfte, dass diese dann mehr Septime, also Geld zur Verfügung haben, wenn ich zum Verkaufen vorbeikomme, ist prächtig, gut, exzellent.